Broadcube Quack. Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Unser Thema heute lautet Ehebruch. Ehebruch ist in der Bibel eine ganz schlimme Sünde. Ehebruch findet statt, wo jemand aus der Ehe ausbricht oder ein anderer in eine Ehe hineinbricht, indem ich mit einem Verheirateten schlafe. Ehebruch, da ist Gott wirklich voll dagegen. Wenn wir uns vor etwas hüten müssen, da gehört Ehebruch voll mit dazu. In Hebräer 13, Vers 4, da heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Wer seine Ehe bricht mit einem anderen, ich bin verheiratet und ich suche mir außerhalb meiner Ehe jemand anders, mit dem ich ins Bett gehe. Nochmal, Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Gott ist wirklich dagegen. Unzucht, wenn Menschen miteinander schlafen, die nicht miteinander verheiratet sind. Ehebruch, wenn das jemand tut, der verheiratet ist. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Für Gott ist die Ehe ein heiliger Bund. Ich verspreche meiner Frau, ich werde dir treu sein und gehe mit dir einen Bund fürs Leben ein. Und wer das aufs Spiel setzt und sagt, das gilt nicht mehr, der macht etwas kaputt. Deswegen Ehebruch. Und der hat Gott gegen sich. Der bekannteste Ehebruch findet wahrscheinlich in 2. Samuel Kapitel 11 statt. Es ist die Sache David mit Bathseba. Und mir geht es so, wenn ich diesen Text lese, dann merke ich, dass Ehebruch nicht einfach so passiert, sondern Ehebruch hat eine Vorgeschichte. Und vielleicht ist es gut, sich diese Geschichte kurz anzuschauen. Da heißt es, 2. Samuel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. David aber blieb in Jerusalem. Es ist Zeit, Krieg zu führen, warum auch immer die das da so eingerichtet haben, dass es so eine Zeit gibt. David schickt seine Soldaten los und er bleibt alleine zu Hause. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Ich weiß nicht, ob dich das verblüfft, das heißt, er hat bis zum Abend geschlafen. Der lag noch im Bett abends. Und wahrscheinlich fängt da das Problem an. Am Anfang des Ehebruchs steht nicht der Gedanke, oh, ich möchte gerne Ehebruch begehen, sondern es findet sich ein Leben, das einfach undiszipliniert ist. Ein Leben, das sich um die wirklich wichtigen Belange, um die Dinge, die einem Ehebruch vorbeugen könnten, nicht kümmert. Hier ist ein Mann, der liegt im Bett und schläft. Was könnte denn einem Ehebruch vorbeugen? Na, ich würde sagen, ich habe eine Frau, David hatte noch mehr als eine, und ich rede mit ihr und ich genieße sie und ich habe was zu tun. Ich lasse mich nicht einfach nur treiben. Da fängt das an. Und dann kommt der zweite Punkt, also das erste ist ein undisziplinierter Lebensstil. Und dann kommt hier, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Wieder so eine Sache, dass ich mich frage, warum eine Frau baden, sprich nackt, auf dem Nachbardach eines Hauses, warum unbedingt so, ja? Aber das sei dahingestellt. David geht spazieren und er sieht eine andere Frau, die nackt ist. Wahrscheinlich ist es so, ich kann als Mann nicht durch diese Welt gehen, ohne manchmal Dinge zu sehen, die ich nicht sehen will. Die Frage ist nicht, was du siehst, sondern die Frage ist, wie gehst du mit dem, was du siehst, um?
David sieht und schaut nicht weg. Er sieht und stiert. Und indem er anschaut und mehr sieht, als er eigentlich sehen sollte, und länger hinschaut, fängt in seinem Herzen eine Begierde an. Es wird ein lustvoller Blick. Jesus sagt später, der Ehebruch beginnt mit begehrlichen Gedanken. Matthäus 5, Vers 27 und 28. Die lässt David hier zu. Wenn du dich vor Ehebruch schützen möchtest, dann fang an der Stelle spätestens an zu kämpfen. Wenn du merkst, mein Blick wird weggezogen zu anderen Männern, zu anderen Frauen, dann lass das nicht zu. Schau weg. Kontrolliere, was du siehst und was das mit dir macht. Ehebruch beginnt mit begehrlichen Blicken. Und wenn das erstmal da ist, wenn erstmal dieses Haben wollen im Herzen sich schon manifestiert hat. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Das ist der nächste Schritt. Er möchte mehr wissen. Es bleibt nicht beim Blick. Es kommt zur Kontaktaufnahme. Und er hat gute Freunde, die ihm sagen, David, Vorsicht, das ist nicht deine Frau. Die hat schon einen Mann. Was willst du da von ihr? Und wenn an der Stelle zu dem begehrlichen Blick noch ein Mangel an Korrekturfähigkeit hinzukommt, dann kommt es ganz schnell dazu, da sandte David Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Ganz einfach. Also was musst du tun, wenn du Ehebruch vermeiden willst? Lerne diszipliniert zu leben. Lerne die Dinge zu tun, die deiner eigenen Ehe gut tun. Zweitens, vermeide begehrliche Blicke. Lass es nicht zu, dass dein Herz gefangen wird von der Schönheit eines anderen Mannes oder einer anderen Frau. Und höre, wenn du dich wirklich mal verrannt haben solltest, höre auf deine Freunde, die dich warnen wollen. Achte auf das, was Menschen sagen. Lass dich warnen. Und vermeide Ehebruch. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Das Thema ist größer, als dieses Video es irgendwie ausdrücken kann. Wenn du merkst, ich hänge da schon tiefer drin, als mir lieb ist, vielleicht hast du schon eine Affäre. Oder du spielst mit dem Gedanken, aus der Ehe auszubrechen, weil du todunglücklich bist mit dem, wie es läuft. Wenn das deine Probleme oder was ganz anderes noch, such dir jemanden, dem du vertraust und mit dem du drüber reden kannst. Und lass dir seelsorgerlich dabei helfen. Aber lass es bitte nicht zum Ehebruch kommen. Arbeite an deiner Ehe. Wenn ich dir irgendwie einen Tipp geben kann, das wäre mir wirklich wichtig. Der neue Begriff heute, Rabbi. Rabbi ist ein Ehrentitel, den im Judentum Schüler, die nennt man in der Bibel Jünger, Schüler ihrem Lehrer gegeben haben. Rabbi bedeutet so viel wie Lehrer. Ja, Rabbi. Ich bin dein Rabbi, wenn du hier zuhörst. Okay? Gut. Praktische Aufgabe. Schwierige Sache. Setz dich hin und schreib auf, und das gilt jetzt mal wieder nur für Verheiratete, schreib auf, was würde dich das kosten, wenn du einen Seitensprung tun würdest? Was würde dich ein Seitensprung wirklich kosten? Schreib auf, ja, es kostet mich das Vertrauen meiner Kinder. Es kostet mich ein gutes Gewissen, das Ansehen in der Gemeinde. Egal, was dir einfällt, mach mal eine Liste. Wie viel würde mich das wirklich kosten? Da unten ist ein Link, da kannst du sehen, was alles auf meiner Liste draufsteht. Gebet. Bete dafür, dass du deinem Ehepartner ein Leben lang treu sein kannst. Bete darum, dass wenn du dich in eine andere Frau oder in einen anderen Mann verliebst, und das wird passieren, dass du Nein sagen kannst und deinem Partner treu bleibst.
Bibellese, Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 26 bis 40. Wie immer gibt es 2 Fragen, die werden gleich eingeblendet. War vielleicht ein bisschen ein düsteres Thema, aber es war schön, dass du reingeschaut hast. Gott segne dich.